Ich heiße Ljubica Paurova, ich komme aus der Slowakei und studiere Basso Continuo. Also, ich habe mein Bachelorstudium in Österreich abgeschlossen und es war mir eigentlich schon lange klar, dass ich in Freiburg bei Robert hier Cembalo studieren will. Und ich wusste auch, dass es wahrscheinlich seine letzte Klasse wird, weil er schon irgendwie 60 war, 61. Deswegen, ich wollte eigentlich Basso Continuo studieren, also direkt so diese Spezialisation auf Kammermusik, aber habe ich dann nicht, weil ich die Chance ausnutzen wollte, um noch bei ihm zu studieren, und das hat eigentlich geklappt. Sonst habe ich mir eigentlich keine anderen Gedanken gemacht. Ich war einmal hier, bevor ich angefangen habe, und habe bei ihm eine Stunde genommen, Unterricht, und das war super und ich war sofort dabei. Also ich habe mich dann auch nur in Freiburg beworben, nirgendwo anders. Und dann habe ich angefangen. Das war 2017. Ist das möglich? Ich bin schon 4 Jahre hier. Ja, 2017. Dann habe ich mein Solostudium bei ihm gemacht. Letztes Semester war er schon weg, also da habe ich bei Michael Behringer abgeschlossen. Und jetzt studiere ich Basso Continuo, was ich auch wollte. Also ich hatte natürlich ganz viele Sorgen, weil ich alleine gekommen bin und auch noch ziemlich jung. Natürlich Geld, weil ich keine Unterstützung von Eltern bekommen könnte. Also wusste ich, dass ich letztendlich arbeiten muss. Und ja, ich hatte Angst, dass ich das dann zeitlich nicht schaffe, weil als Musiker muss man viel üben, muss man proben. Es gibt aber auch Vorlesungen, es gibt auch die Seminare und alles, was man besuchen kann. Und dann gleichzeitig als Masterstudent darf man auch ein bisschen mehr arbeiten. Und ja, ich hatte einfach Angst, dass ich 20 Stunden am Tag nur arbeite und studiere und dass ich dann total erschöpft werde, so wie das in meinen Bachelors war. Aber durch meine Stelle in einer Musikschule in der Nähe von Freiburg habe ich dann ziemlich sicher ein Einkommen bekommen, ohne jeden Tag in die Arbeit zu gehen. Also ich war wirklich überglücklich, dass ich diese Möglichkeit hatte. Und wie schon gesagt, Musiklehrer in Deutschland sind ziemlich gut bezahlt. Also ab dem Punkt hatte ich dann auch keine Angst mehr, dass ich das nicht schaffe. Es gibt immer Menschen, die einem helfen können. Ich habe auch sehr viel Hilfe, denke ich, und auch so moralisch und so psychisch Unterstützung bekommen von meinen Freunden, die ich hier gemacht habe, auch von den Leuten, die hier unterrichten oder Verwaltung selbst. Also ich habe mich nie so richtig alleine gefühlt. Ich wusste manchmal, auch wenn man das Gefühl bekommen hat, so ich bin ganz alleine, ich muss das alles schaffen. Es gibt immer Menschen, die einem helfen. Also man muss wirklich nur um die Hilfe fragen. Und ganz viele, und das kenne ich auch von meinen Freunden, die aus Osteuropa zum Beispiel kommen, sie wollen keine Hilfe, weil sie denken, oh, ich muss das alleine machen. Aber das braucht man nicht. Und das würde mir besonders in Deutschland schon mehrmals gesagt von verschiedenen Leuten, von Ärzten, von meinen Kollegen in der Arbeit. Man bekommt die Hilfe, man muss einfach nur fragen. Man ist nicht alleine. Ähm, Die Erfahrungen aus Deutschland. Ich lasse mir jetzt nicht mehr alles gefallen. Also ich weiß, dass man mit Menschen nicht irgendwie böse umgehen darf. Und ich finde, vorher würde ich mir viel gefallen lassen, aber jetzt nicht mehr, weil ich weiß, dass wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man müde ist, wenn man verärgert ist, dann kann man einfach nicht 100% bei der Sache sein. Also das habe ich auf jeden Fall hier gelernt, dass wir haben ein Recht auch auf einen freien Tag, auch als Musiker, als Selbstständige, als Studenten. Und aus der Slowakei, ich glaube, diese kämpferische Natur, die ich habe, ist hauptsächlich, kommt aus meiner Familie und meiner Umgebung, weil wir haben zwar kein Geld oder nicht viel Geld oder zu Vergleich zu einer deutschen Familie sehr wenig, aber
das hat nie etwas bedeutet. Also es war immer das Wichtigste, die Leistung und dass man etwas will. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich es nicht bekommen kann, zum Beispiel eine Karriere als Musikerin oder Erfolg oder einen Job, weil ich wusste einfach, wenn man arbeitet und wenn man da in Energie steckt und man wird belohnt dafür. Also das habe ich so schon zu Hause gelernt. Sie sollten vielleicht ein bisschen Deutsch lernen, weil ich glaube, ich habe vorher in Österreich studiert und da habe ich nicht so gut Deutsch sprechen können. Ich spreche ja auch jetzt nicht perfekt, aber das frustriert einem sehr, wenn man sich nicht ausdrücken kann und wenn man auch etwas sagen will, auch in einer Vorlesung selbst oder einfach zu seinem Lehrer und man kann das irgendwie nicht formulieren, das geht dann irgendwie auch nicht anders. Also ich finde die Sprache sehr wichtig und zumindest ein bisschen, weil ich kenne auch Leute, die nach längerer Zeit im Ausland noch kein Deutsch sprechen oder ein bisschen. Ich glaube, da würde ich die Zeit investieren und sich jeden Tag hinsetzen und ein paar neue Wörter lernen und dann ein paar deutsche Freunde finden und sie machen das alle gern für Austausch, für ein bisschen Englisch sprechen oder andere Sprachen, die vielleicht Muttersprachen von zukünftigen Studenten sind. Also ich glaube, die Sprache ist sehr wichtig. Nebojte sa, to som si všimla už keď som bola na konzervatóriu, že moji kolegovia a moji spolužiaci zo slovenských konzervatórií nechceli študovať v zahraničí iba zo strachu, lebo si mysleli, a ja na to nemám peniaze, moja rodina nie je dosť bohatá na to a to sú iba výhovorky. Ja chápem, že je to veľa energie a je to veľmi veľa práce, ale v podstate všetko sa dá. A vždy sa nájdú ľudia, ktorí nám pomôžu. Nemusia to byť ani Slováci, ani Česi, ani Poliaci, môžu to byť aj Nemci, ale všade sú milí ľudia, aj v zahraničí, aj v Nemecku, aj v Rakúsku. A vôbec by som sa toho nebála, študovať do zahraničia, aj keď na tom nie sme úplne najlepšie finančne.